Ovations im Santiago Bernabéu für Fede Valverde. Aber wie soll es auch anders sein? Es ist über 12 Stunden her, aber ich verspreche euch, unter dieser Jacke habe ich immer noch Gänsehaut. Das war das beste Real Madrid, was ich in den letzten 2 Jahren gesehen habe. Wie soll man so ein Spiel erklären nach den letzten 1,5 Jahren? Real Madrid und die Champions League, das kann man einfach nicht erklären. Trotzdem werde ich es in diesem Video versuchen. Viel Spaß dabei! Okay, ich werde versuchen, die Kontenance zu bewahren. Ich habe für euch alle am Ende dieses Videos eine Überraschung. Ich habe meine Reaktion auf alle 3 Tore von Real Madrid für euch geschnitten. Ist am Ende dieses Videos für die, die gestern den Livestream verpasst haben, für diejenigen, die sich überlegen, soll ich das nächste Mal dabei sein? Und selbst die, die es gesehen haben, glaubt mir, das wird euch noch einmal ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ja. Bevor ich zu Real Madrid komme, ich will so viel erzählen zu dem Spiel. Schauen wir uns auch einmal die Ergebnisse von den anderen Spielen an. Um 18:45 Uhr spielt Bayer Leverkusen gegen Arsenal London 1:1 durch einen absoluten Witzelfmeter für Arsenal. Also keine Ahnung, was manchmal mit den Schiedsrichtern los ist. Dafür darfst du in der 90. Minute in der Champions League niemals einen Elfmeter geben. Das ist ja peinlich. Dann hat Bodo Glimt, natürlich hat Bodo Glimt 3:0 gewonnen. Die gewinnen die Champions League. Was ist das für eine Mannschaft? Okay, Bodo Glimt gewinnt 3:0 gegen Sporting. Paris Saint-Germain gewinnt im Spiel gegen Chelsea mit 5:2. Rächt sich so ein bisschen für die verlorene Club-WM in diesem Sommer. Naja, Paris Saint-Germain, mit denen ist immer zu rechnen. Ja, und mit wem anscheinend auch zu rechnen ist, und ich kann es nicht glauben, ist Real Madrid. Was war das bitte? Wo war das die letzten 1,5 Jahre? Was war das für ein Fußballspiel? Ich habe gestern in meinem Video noch gesagt, Real Madrid muss sich ein Beispiel nehmen an Galatasaray. Die hatten da unten 11 Gladiatoren, angeführt von Osimhen. Ja, Real Madrid hatte gestern auch 11 Gladiatoren im weißen Trikot, angeführt von Fede fucking Valverde. Das war die beste Einzelleistung von einem Spieler in der Champions League seit Cristiano Ronaldo. Alle 3 Tore, der absolute Wahnsinn. Alle 3 Tore von einer Komplexität, das ist unglaublich. Das 1:0, ein langer Ball von Thibaut Courtois, der erste Touch von Fede Valverde gehört in ein Museum. Und dann legt er den locker an Donnarumma vorbei, behält die Nerven, macht das 1:0. Was ist das für ein Tor? Ja, das 2:0 auch. Der nimmt ihn einfach mit rechts an, schießt ihn mit links ins lange Eck. Als wenn er 20 Jahre Mittelstürmer wäre. Was ist das für ein Tor? Ja, und übers dritte, mir fehlen die Worte, um das dritte Tor von Fede Valverde zu beschreiben. 6 Meter vom Tor lupft er den Ball über Marc Guehi, schießt ihn in die lange Ecke. Das Tor von Fede Valverde war so schön, dass keiner über den Assist von Brahim redet. Der Assist von Brahim ist schon krank. Aber Fede Valverde ist so ein Egoist, der will die ganze Aufmerksamkeit für sich und macht das 3:0 zu einem Kunstwerk. Naja, so ganz egoistisch ist er doch nicht, da muss ich mich entschuldigen, denn es ist ein neues Video aufgetaucht, wie Vini Junior beim Elfmeter für Madrid zu Fede Valverde zeigt und sagt, du schießt den. Also muss ich mich bei Vini Junior entschuldigen, ich habe gestern gesagt, boah Vini, lass doch mal los. Vini hat losgelassen, aber Fede Valverde wollte den 4. Elfmeter nicht schießen, aber trotzdem schöne Geste von Vini. Natürlich ärgere ich mich, dass er den Elfer verschossen hat, aber nur derjenige, der den Charakter hat, sich dahin zu stellen, der die Cojones hat, diesen Elfmeter auch zu schießen, kann den Elfer verschießen. Also dazu hat Vini den Elfer selber rausgeholt, hat das 2:0 auf Fede Valverde vorbereitet. Es war nicht das beste Spiel von Vini, ich gebe es zu, aber schöne Geste, dass er zu Fede Valverde gesagt hat, komm, schießt du den Elfer. Also wie gesagt. Und das Beste an allem, Manchester City hatte gestern am gesamten Abend einen Expected Goal Wert von 0,56. Ich glaube, das sagt alles über das Spiel von Real Madrid.
Ja, ich beruhige mich jetzt erstmal. Ich versuche das Ganze jetzt Stück für Stück mit euch ein bisschen analytischer anzugehen. Schauen wir uns erst einmal die Aufstellung von Álvaro Arbeloa an. Und gestern, als viele diese Aufstellung gesehen haben, haben die gedacht, was tust du denn da? Warum so defensiv? Wir brauchen ein gutes Ergebnis. Aber das ist wieder einmal der Beweis, was auf der Taktiktafel steht, welche Namen da wie gemalt sind, ist relativ egal. Das, was zählt, ist auf dem Platz. Ja, die Ausstellung, die Arbeloa gewählt hat, Courtois im Tor, dann haben wir Vierer-Abwehrkette mit einem Trent Alexander-Arnold, einem Rüdiger, einem Dienhausen, einem Ferland-Mendy. Ferland-Mendy, danke übrigens für deinen Einsatz. Wir sehen uns in 3 Monaten, Bruder. Es ist noch nicht mehr normal. Davor ein Tchouaméni, Valverde, Pitac, Arda Güler und vorne drin dann ein Vini Junior und ein Brahim. Ja, das war die Aufstellung. Und als das Spiel losgegangen ist, gebe ich ganz ehrlich zu, die ersten 10 Minuten, ja, da war Madrid wackelig. Manchester City war ständig mit 6 Mann bei uns im 16er. Die Flanken, die Pässe gingen da durch. Real Madrid hat immer noch den Fuß dazwischen gekriegt. Hier und da hatte Madrid auch das Quäntchen Glück, was du an so einem Abend brauchst. Aber ab der 10. Minute war Manchester City Geschichte. Da war nur noch Real Madrid auf dem Platz. Jeder ist für jeden durchs Feuer gegangen. Wenn ein Doku den Ball hatte, waren da 2 bis 3 Madridistas. Auf der anderen Seite, wenn ein Semenyo am Ball war, da brauchst du zwar nur ein Ferland-Mendy, aber trotzdem war die Unterstützung immer da. In der Abwehr, also zunächst einmal haben wir Thibaut Courtois. Thibaut Courtois in der Champions League ist ein Cheatcode. Davor hast du einen Antonio Rüdiger, der wieder der Antonio Rüdiger von vor 2 Jahren war. Du hast einen Dienhausen, der eine Spieleröffnung gezeigt hat, wie bei der Club-WM. Tchouaméni gewinnt jeden Zweikampf. Ein Thiago Pitac, wie viele Lungen hat dieser Junge? Ein Arda Güler, wie viel Übersicht kannst du haben? Wie kann man immer die richtige Entscheidung treffen? Ja, und Fede Valverde, ja, wie gesagt, ich habe im deutschen Lexikon nachgeguckt, es fehlen mir die Worte, um diese Leistung zu beschreiben. Aber ich bin jetzt schon wieder bei der Einzelleistung der Spieler. Das wollte ich am Ende des Videos machen. Ja, wie dem auch sei, ab der 10. Minute, Real Madrid mit dem ersten Traumtor, Courtois auf Fede Valverde, der lässt da die ganze Abwehr alt aussehen, macht das 1:0 und Madrid gibt weiter Gas. Madrid hat das gezeigt, was wir Madridistas sehen wollen. Wir wissen, dass wir die besten Spieler der Welt haben. Was wir wollen, ist Einsatz. Und ein Álvaro Arbeloa hat gestern nach dem Spiel das größte Kompliment gemacht, was ich je gehört habe für einen Spieler. Er hat gesagt, Fede Valverde ist der Juanito des 21. Jahrhunderts. Also, ja, größere Worte gibt es im Madridismo nicht. Juanito ist das Idol jeden Madridistas in Spanien, weil das jemand war, der bis zur letzten Minute für Madrid sein Leben gegeben hätte. Er hat auch gesagt, ein Fede Valverde ist genau das, was sich der Madridismo wünscht. Ja, und das muss man gestern so sagen. Aber die ganze Mannschaft war gestern das, was der Madridismo sich gewünscht hat. Ein Thiago Pitac war überall. Ein Tchouaméni, wie dominant kann man sein? Ein Arda Güler auch, so viel Klasse hat dieser Junge. Ja, also Real Madrid hat weitergemacht, hat sich das 2:0 in der ersten Halbzeit auch absolut verdient. Manchester City war groggy, Manchester City hatte ein Glaskinn, die haben Albträume gekriegt von ihren letzten Spielen im Santiago Bernabéu. Ich ärgere mich so sehr, dass ich gestern nicht die 400 € in die Hand genommen habe, um mir ein Ticket für das Spiel zu holen. Die Stimmung, ich habe gestern gesehen, es gab Dezibel-Warnungen im Santiago Bernabéu. Habt ihr so etwas schon mal gesehen? Es gab Warnungen auf die Handys für die Leute. Aufgepasst, das ist schädlich für euren Körper, wenn es 10 Minuten solche Lautstärken gibt. Ja, und Madrid, auch nach dem 2:0 waren sie die bessere Mannschaft. Macht das 3:0, wie gesagt, Kunstwerk, historisch schönes Tor. Mir fehlen, wie gesagt, die Worte für das 3:0. Ja, und ganz ehrlich, ich bin aus der Halbzeit rausgekommen und ich dachte, boah, jetzt wird Manchester City aber drücken. Dazu ein Ferland-Mendy muss ausgewechselt werden. Ein Fran Garcia kommt rein. Und ich dachte schon, verdammt, hoffentlich gehen wir nicht mit einem 3:3 nach City. Aber nein, Manchester City hat vielleicht 10, 15 Minuten Druck gemacht, aber danach hatte Real Madrid wieder das Kommando. Holt noch einen Elfer raus, nach einem tollen Ballgewinn von Arda, einem Pass mit rechts, der Junge ist Linksfuß, schickt Vini mit dem perfekten Timing alleine aufs Tor. Vini macht das gut, holt den klaren Elfer raus.
Das ist so der einzige Schandfleck am gestrigen Abend. Ich glaube, wenn Madrid das 4:0 macht, ist das Ding durch. So, wie gesagt, bei all der Euphorie, wir sind noch nicht im Viertelfinale. Es fehlt ein sehr, sehr schweres Spiel im Etihad gegen Manchester City. Manchester City hat gegen Madrid schon oft bewiesen, dass sie viele Tore zu Hause machen können. Ich bin aber der Meinung, wenn Real Madrid dieses Gesicht zeigt, was wir gestern gegen Manchester City gezeigt haben, dann brauchen wir uns keine Sorgen im Etihad zu machen. Das Problem ist, dass Real Madrid dieses Gesicht jetzt nach 2 Jahren zum ersten Mal wieder gezeigt hat. Ein bisschen, ich möchte die Stimmung wirklich nicht ins Negative fallen lassen, aber ein bisschen können wir Madridistas uns auch verarscht fühlen, wenn du denkst, ohne Militao, ohne Bellingham, ohne Mbappé, ohne Rodrigo, ohne Ceballos, ich könnte noch so weitermachen. Ohne diese Spieler kann diese Mannschaft so einen Fußball spielen, kann so einen Abend dem Madridismo schenken. Ja, dann denkst du, wo ist das bitte auswärts bei Getafe? Also, wo ist das auswärts bei Leganés? Also, ihr wisst, was ich meine, aber ja, heute ist nicht der Moment, um über solche Sachen zu reden. Heute ist der Moment, glücklich zu sein, Madridista zu sein. Heute ist der Moment, einen wunderschönen Champions-League-Abend zu erleben. Ein Fede Valverde. Über diesen Abend wird man, glaube ich, noch in 100 Jahren reden. Wie dieser Uruguayer in 42 Minuten gegen Manchester City einen Hattrick geschossen hat. Ein Tor schöner als das andere. Ja, und ich bin stolz auf diese Mannschaft. Manchester City hatte im ganzen Spiel, wie gesagt, 0,56 Expected Goals. Real Madrid hätte dieses Spiel noch höher gewinnen müssen. Ja, und wenn das die Top-Leistung von Real Madrid ist, also ich möchte jetzt nicht übertreiben und ich rede hier bei weitem noch nicht von einem Champions-League-Gewinn. Wenn Real Madrid diese Leistung Copy-Paste in jedem Spiel bringen könnte, würde ich über eine Champions-League reden. Das Problem, diese Mannschaft hat mich in dieser Saison, in den letzten 1,5 Jahren so oft begeistert, noch nie auf diesem Niveau, aber schon oft begeistert und kurz danach gab es dann wieder diesen tiefen Fall. Ja, man muss allerdings sagen, was die Mannschaft da geleistet hat, da muss man einfach auch mal einem Álvaro Arbeloa seine Props geben. Was der für eine Mentalität in diese Mannschaft eingehaucht hat. Was du für Cojones brauchst, einen Thiago Pitarch im wichtigsten Spiel der Saison auf den Platz zu bringen und einem Eduardo Camavinga zu sagen, du bist heute erst einmal auf der Bank. Das ist leicht gesagt. Aber das musst du als Trainer erstmal machen. Ein Camavinga ist mit Sicherheit nicht glücklich, dass er auf der Bank war. Und auch ein Camavinga hat seit vielen Jahren Freunde in der Kabine. Wenn dieses Experiment von Thiago Pitarch schief geht, ja, dann hast du aber die Kabine verloren. Und dann hast du vielleicht deinen Trainerposten verloren. Also ganz stark von Álvaro Arbeloa. Und auf die Einzelleistung, wie gesagt, komme ich jetzt. Ja, ich bin komplett begeistert. Ich habe wahrscheinlich noch 1000 Sachen verloren. Verzeiht es mir, die Emotionen sind noch zu hoch. Aber ich bin einfach nur stolz. Das ist mein Real Madrid. Das ist die Mannschaft, die sich dieses Wappen verdient hat. Ja, und bevor ich mich verabschiede, wie gesagt, kommen wir noch zur Einzelleistung der Spieler. Ja, Thibaut Courtois hatte wieder 8 Arme, war überall. Danke mit deiner Parade, dass du den einzigen Fehler von Thiago Pitarch wieder weggemacht hast. Boah, das hätte der Junge nicht verdient. Tolle Parade, allgemein Thibaut Courtois Prime ist der beste Torhüter aller Zeiten. Als ich das vor einem Jahr gesagt habe, war das noch ein Hot Take und Leute haben mich gehatet und was auch immer. Ich bin der festen Überzeugung, ich bin nicht der Einzige, der jetzt sagt inzwischen, Thibaut Courtois ist der beste Torhüter aller Zeiten. Rechts Trent Alexander-Arnold, nicht sein bester Abend, aber gegen Doku, der hat sich in das Spiel reingebissen und das hat mir gefallen. Ein Trent hat sich nicht gehen lassen, der wurde von Minute zu Minute besser, fand ich sehr gut. Rüdiger, ja, überragend, ganz bockstark. Dienhausen, meine Güte. Dienhausen, es gab Zeiten, da habe ich mich geärgert, 65 Millionen für dich gezahlt zu haben und jetzt hätte ich auch 100 Millionen für dich bezahlt. Was für ein Abend. So wichtig für den Spielaufbau. Und deshalb habe ich gestern gesagt, wenn ein Dienhausen der Alte ist, würde ich mit ihm starten vor einem Raúl Asensio. Gestern hat er bewiesen, warum. Das Pressing von Manchester City ist Geschichte nach dem ersten Pass von dem Dienhausen. Wenn du da Leute, Empfänger hast wie ein Thiago Pitarch, wie ein Arda Güler, die den Ball dann nicht verlieren. Ja, das ist der Fußball, den wir sehen wollten.
Ja, links hinten verlor man die erste Stunde bockstark, verlor man jedes zweite Jahr in der Champions League. Ich hoffe, er wird zum Finale rechtzeitig fit, wenn wir das schaffen sollten. Spaß. Ich weiß, Real Madrid wird es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht ins Finale schaffen, aber ja, unglaubliche Leistung. Tchouaméni, ja, General, Hut ab, von Woche zu Woche wirst du besser. Wer dich in Frage stellt, hat keine Ahnung von Fußball. An den Seiten, Thiago Pitarch, der Junge hat 3 Lungen, es kann mir kein Mensch erklären. Das, hat ein Alvaro Arbeloa gesagt, ist das, was der Madridismo sehen will. Dieser Junge weckt den Feuer im Santiago Bernabéu und das steckt die anderen Spieler auch an. Wenn du da einen Verrückten siehst, der von Minute bis Minute rechts vorne angreift, links hinten ist, rechts hinten, überall. Wie willst du dann als Madrid-Spieler rechtfertigen, ich laufe nicht, wenn der Junge wahrscheinlich 14 Kilometer in seinen 70 Minuten abläuft? Ja, das bringt ein Leben in diese Mannschaft. Ja, und das bringt auch wieder diese Identifikation. Wow. Fede Valverde, ich weigere mich, Worte zu finden für diese Leistung. Wir reden hier über vielleicht Top 3 Performance in der Geschichte der Champions League. Mir fehlen die Worte. Fede Valverde, GOAT. Ballon d'Or, wo bist du? Ja, Arda Güler, auch keiner redet über das Spiel von Arda Güler. Der Junge war so wichtig in den ersten 65 Minuten für dieses Real Madrid. Ich rede nicht einmal über die eine Aktion, wo der Vini alleine aufs Tor schickt. Da zeigt er seine Qualität. Wie viel hat Arda Güler hinten geholfen? Und wie oft hat der Real Madrid aus brenzligen Situationen befreit? Ja, das ist wieder dieser Kompass, diese Toni Kroos-Leistung, die bei Toni Kroos in den ersten Jahren auch jeder schlecht geredet hat, aber die so wichtig ist für eine Mannschaft. Tolles Spiel von Arda Güler. Vorne, Vini Junior, der schlechteste Mann auf dem Platz. Verschießt noch den Elfer. Ja, trotz alledem, wie gesagt, Charakter bewiesen. Und wir werden, überlegt mal, Vini Junior hätte noch gut gespielt. Ja, wir haben gestern mit 10,5 Mann gespielt und trotzdem verdient gewonnen. Und Brahim, ja, tolle Leistung von Brahim. Ja, der Pass, wie gesagt, zum 3:0 ist spektakulär, aber Fede Valverde hat es noch besser gemacht, ja. Und auch die Einwechselspieler, Fran Garcia, ich entschuldige mich bei Fran Garcia, was hat der für ein Spiel gemacht? Bockstark! Ja, jeder Einwechselspieler, auch Manuel Angel, es gab sehr schöne Bilder, wie er seinen Vater nach dem Spiel umarmt hat, tolle Bilder, emotional. Ja, allgemein, der Abend war sehr, sehr emotional. Ich bin stolz auf jeden Einzelnen, wahrscheinlich habe ich jetzt noch einen Einwechselspieler vergessen, der es auch ganz gut gemacht hat. Geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder war gestern sehr, sehr gut. Ich bin stolz auf diese Mannschaft. Naja, bis auf Vini. Aber wir wissen, was Vini in der Champions League leisten kann. Vini ist übrigens jetzt Rekordvorlagengeber in der Geschichte von Real Madrid in der Champions League. Wie alt ist der Junge? Der wird die Rekorde von Madrid pulverisieren. Also ein schlechteres Spiel können wir ihm verzeihen. Ja, ich bin hellauf begeistert. Und es ist selten, dass mir die Worte fehlen. Das habe ich jetzt schon oft gesagt. Ja, ich hoffe, ihr seht das genauso wie ich. Und jetzt, wie gesagt, die Überraschung. Bevor die Überraschung kommt, verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für jeden einzelnen von euch, dass ihr da seid. Liked dieses Video bitte, kommentiert dieses Video. Hypen, wer noch kein Follow da gelassen hat, lasst ein Follow da. Naja, spätestens nach der Reaktion habe ich mir das Follow hoffentlich verdient. Also, viel Spaß mit meiner Reaktion auf die Tore von Real Madrid. Langer Ball auf. Fede, Fede, Fede! Ich kann... Was ist hier los? Spielminute! Unser Uruguayo, unser Kapitän, unser Falke, Fede Valverde, langer Ball von Courtois. Kein Abseits. Fede Valverde läuft. Nimmt ihn an. Legt ihn an Donnarumma vorbei. Hat das leere Tor vor sich. Behält die Nerven und er macht das 1:0. Vini geht. Vini zieht in die Mitte. Vini findet wieder Fede. Fede! Was ist hier los? Ich kann das alles nicht mehr. 27. Ich entschuldige mich. 28. Spielminute. Real
City 0. Vinny zieht in die Mitte. Vinny geht. Außenrisspass auf Fede. Der nimmt mit rechts an und schießt mit links. Was ist das für ein Tor? Ich liebe dich. Ah, zu weit für Thiago. Fede. Was ist hier los? Ich bin doch in der Irrenanstalt! Hat Fede Valverde gerade 5 Meter vom Tor einen Lupfer über den Gegner gemacht, um den Ball reinzuschießen? Ist das gerade wirklich passiert? Ich kann es nicht glauben. Der hat gerade 6 Meter vom Tor den Ball über den Gegner weggespitzelt und ihn in die lange Ecke geschlagen. Ich bin sprachlos. Fede fucking Valverde ist der beste Fußballer, der jemals auf diesem Planeten war. Was ist das? Ich kann es nicht glauben. Oh, die Spasti! Hab keine 400 € bezahlt für eine Eintrittskarte! Meine Damen und Herren, 43. Minute oder 44. Minute. Real Madrid 3, Manchester City 0. Ich kann es nicht glauben. Fede Valverde 3, Manchester City 0. Na, habe ich zu viel versprochen, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Hola, Mami!